Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 für euch mitgebracht. Bei mir zu Gast war Thilo Linz, Klammer auf, schon lange überfällig, Klammer zu. Mit ihm habe ich über Trends in Testing gesprochen, der gleichnamigen Eventserie, die er mitorganisiert und natürlich besonders die Ergebnisse daraus. Wo wird sich das ganze Thema KI hin entwickeln? Was ist und passiert mit Agilität? Und wie geht's mit Software-Testing generell weiter? Das und mehr in der heutigen Folge. Und da interessiert mich natürlich auch, was siehst du als Trends der Zukunft? Wo meinst du, wird sich das Thema Softwarequalität und Software-Test hin entwickeln? Schreib dazu gerne in die Kommentare auf YouTube oder Social Media oder mir per E-Mail an podcast@software-testing.fm. Ach ja, und wir haben wieder eine Verlosung und zwar gibt es Thilos Buch zu gewinnen. Details dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Thilo, schön, dass du da bist. Ja, hallo Richie, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Wir sind ja hier am QS-Tag 2024 in Frankfurt. Tolle Konferenz, ich habe gutes Feedback gehört schon und hatte auch schon tolle Gäste hier von den Speakern. Also das ist immer wieder ein Highlight für mich, auch hier zu sein. Ja, schön, dass du da hier Teil der Community bist und uns hiermit auch hilfst, die Sache in die Welt zu transportieren. Ja. Und waren zwei sehr spannende Konferenztage. Das heißt, ein halber steht ja noch bevor. Genau, ein bisschen was ist noch da. Ne? Aber das waren wirklich sehr spannende Vorträge auf einem hohen Niveau. Ja, das habe ich auch gehört und habe ich auch so wahrgenommen, auch von meinen Gesprächspartnern hier. Also da ist schon gut Fleisch dahinter, muss man schon so sagen. Ja, für die Podcast-Community, also manche wissen es ja vielleicht noch nicht, aber du bist ja mit ein gedanklicher Vater dieses Podcasts. Wir hatten vor 2 Jahren mal eine Blog-Serie hatte ich gemacht zum Thema Future Testing und du hast dich ja strikt geweigert, mir einen Text zu liefern und gesagt, nein, wir machen ein Interview über Zoom und ich soll das dann transkribieren. Und ich habe gesagt, ja gut, na, dann mache ich das halt. Aber das war so schön, hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir nachher gedacht habe, vielleicht können wir mal einen Podcast machen. Und so hat das dann noch ein Jahr nach Schwangergehen irgendwie gedauert und dann ging der Podcast an den Start. Also du bist nicht ganz unschuldig, dass es den Podcast gibt. Entschuldigung, jetzt habe ich die Arbeit gemacht. Genau, jetzt habe ich viel Arbeit. Genau, ja. Nee, also freut mich umso mehr, dass du heute auch hier im Podcast zu Gast bist. Und wir haben gesagt, worüber sprechen wir so? Und ihr habt ja quasi ein Thema, das euch ja schon lange begleitet, ist immer so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Was sind so die Trends im Testing? Da habt ihr auch eine eigene Veranstaltung dazu. Und dann haben wir gesagt, das ist doch spannend, mal darauf zu schauen, was kommt denn so auf uns zu im Testing und wo geht die Reise hin? Ja, bevor ich da den aktuellen Trend darauf eingehe, vielleicht noch kurz zur Veranstaltung Trends in Testing. Das machen wir bei Imbus ja schon seit über 10 Jahren. Einmal jährlich im Frühjahr, immer eine dreivierteltägige Roadshow-Veranstaltung mit einem bunten Mix aus schulungsartigen, trainingsartigen Vortrag zu dem jeweiligen Thema und Workshop-Charakter, Demo-Charakter. Findet bundesweit statt, an allen unseren Standorten in Deutschland. Und da haben sich dann auch mehrere Dinge daraus entwickelt. Wir hatten das dann irgendwann, als wir das erste Mal durchgeführt haben, uns überlegt, wie nennen wir das, haben wir dann Trends in Testing genannt. Und über die Jahre hat sich das dann wirklich so entwickelt, dass wir jedes Jahr dann auch einen Blick auf den Markt geworfen haben. Was ist denn im Moment aktuell so das, was die Tester-Community oder die Quality-Community bewegt? Vor einigen Jahren haben wir sogar das Ganze als Studie dann noch vertieft. Da haben wir einen Zukunftsforscher beauftragt, um eben die Trends in Testing auch zu verschriftlichen. Das waren so knapp 30 Seiten Text. Die Szenarien ist auch jetzt schon wieder fast 10 Jahre her. Und wenn man jetzt wenn man jetzt in dieser Studie von damals blättert, dann bin ich selber manchmal schockiert, was alles wirklich eingetreten ist. Hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Ja, ne? da können wir eine extra Folge noch machen und blättern, was da alles eingetreten ist, im Guten wie im Schlechten. Gut, und jetzt der aktuelle Trend, das sehen wir jetzt hier auch am QS-Tag. Wir hatten jetzt natürlich das Thema KI im Testen als Werkzeug für Tester und für Quality-Leute. Und damit verbunden natürlich auch dann die andere Seite der Medaille, das Testen von KI-basierten Systemen. Und das hat sich in den letzten Jahren angedeutet. Da haben wir am QS-Tag vereinzelt Vorträge dazu gehabt. Und jetzt heuer hatten wir wirklich tatsächlich an beiden Konferenztagen einen kompletten Track
jeweils den ganzen Tag, also über 2 Tage, nur zum Thema KI und Test oder KI und Quality. Und da kann man auch, wenn man die Vorträge verfolgt, eben sehen, wie weit sind dann sozusagen die Betroffenen, was für Systeme haben die gerade vor sich oder welche Werkzeuge, die KI gestützt sind, setzen sie ein. Und das war auch das Thema von der Trends in Testing im April diesen Jahres, KI im Software-Test. Ja. Und das war auch dann eben an diesem Dreivierteltag sowohl mal ein paar Grundlagen nochmal vermitteln, wie funktionieren KI-basierte Systeme oder generative KI als Beispiel, aber auch Beispiele, wie kann man sie im Software-Test nutzen. Das finde ich ja ganz spannend. Also wo stehen wir denn da gerade, beziehungsweise wo geht denn da der Zug hin? Weil bei KI, wir haben ja gerade, es gibt ganz viele KI-Experten auf einmal, ne, die dann irgendwelche Dinge erzählen oder sowas, und man weiß gar nicht, wo die auf einmal alle herkommen. Ne? Aber so quasi auf das Testing bezogen, was ist denn da jetzt heute konkret da und wo geht denn da die Reise hin? Also zum einen müssen wir auseinanderhalten das Thema Testen von KI-basierten Systemen und Testen mit KI, also im Sinne von KI als Werkzeug des Testers oder der testenden Person. Und die beiden Felder entwickeln sich parallel mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das war meine Wahrnehmung. Das eine Feld Testen von KI-basierten Systemen, da ist meine Einschätzung aufgrund dessen, was ich so von Kunden sehe oder auch was ich jetzt in den Vorträgen gesehen habe und auch was wir auf der Trends in Testing als Feedback bekommen haben, dass fast jedes ernsthaft Software entwickelnde Unternehmen sich damit beschäftigt, welche Funktionen in ihrem jeweiligen Produkt können KI-basiert verbessert werden oder angereichert werden. Das trifft aber nicht nur reine Software-Systeme, sondern insbesondere auch da, wo Maschinen, Hardware-basierte Systeme gebaut werden und Software drin ist, wo man natürlich sich auch überlegt, wie kann ich die Maschine durch KI intelligenter machen. Und da sind alle Unternehmen, die da am Markt nennenswert, sage ich mal, als Anbieter auftreten, damit beschäftigt, intern Prototypen zu bauen und Experimente zu machen, um auszuloten, wie wirklich dann ihre KI ihre Produkte besser machen kann. Im Umkehrschluss aus Sicht des Software-Tests ist es dann so, meiner Wahrnehmung oder Imbus-Wahrnehmung nach, dass diese Aufgabenstellung, diese Systeme zu testen, jetzt vorbereitet wird. Die Leute machen sich schlau, besuchen Konferenzen wie Trends in Testing oder QS-Tag. Aber es ist noch nicht, die Systeme sind noch nicht so weit, dass sie sozusagen wirklich in Production gehen und deswegen der Test noch übt, um es mal flapsig auszudrücken. Ja. Das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann relativ scharf und schnell dann kommen, dass es wirklich ernsthaft, was sich als Software-Tester eben stellen muss und sagt, habe ich da wirklich jetzt alles gefunden, was das System leisten soll oder alle Bugs, die da drin sind. Zweifelsohne werden da noch mehr Bugs drin sein als bei den Systemen, die man jetzt so als Tester oder Testerin auf den Tisch bekommt. Gut, das war das Thema Testen von KI-basierten Anwendungen oder Anwendungen, Systemen da, wo KI-Komponenten und Funktionalität drin ist. Und das andere spannende Thema ist, wie können KI-basierte Algorithmen, Systeme, Sprachmodelle, generative KI uns als Testexperten helfen, um unseren Job zu erledigen. Ja. Und das ist jetzt die andere Seite der Medaille und da tut sich auch rasant viel. Haben wir jetzt auch auf der Trends in Testing gesehen, haben wir jetzt auch auf dem QS-Tag gesehen. Und wir haben auf der Trends in Testing dazu auch eine Umfrage gemacht, um das ein bisschen genauer noch zu hinterfragen, wie weit da die Praxis wirklich ist. Und wir haben festgestellt, dass die Nutzung in der Softwareentwicklung tatsächlich im Bereich Programmierung und Test den höchsten Verbreitungsgrad schon hat. Was etwas niedriger ist, jedenfalls in unserer Umfrage rausgekommen ist der Einsatz im Bereich Requirements Engineering. Da hätte ich persönlich erwartet, dass das da sogar weiter ist. Ja. Stichwort Analyse von Requirements, das ist ja alles sprachliche Dokumente mit sprachlichem Inhalt, die man wahrscheinlich oder glaubt, dann also analysieren zu können. Das ist naheliegend. Vielleicht liegt es auch daran, dass
die befragten Teilnehmer der Trends in Testing, die alle aus dem Software-Testbereich kommen, jetzt nicht so genau wussten, was die Kollegen im Requirements Engineering so alles machen. Aber wie gesagt, das Bild aus der Umfrage ist ganz klar gewesen. Programmierung Nummer 1, das war zu erwarten, nachdem die ganzen IDEs heutzutage da die entsprechenden KI-Assistenten drin haben und man schnell mal fragen kann, hallo Bot, helf mir mal da die Codezeile zu justieren. Das ist also klar Nummer 1. Nummer 2 war dann eben der Einsatz im Testen und Nummer 3 in der Requirements Engineering und ganz weit abgeschlagen war Einsatz im Projektmanagement. Da hätte ich jetzt auch erwartet, oder vielleicht ist es aus meiner Sicht ein Feld, wo man noch mehr tun könnte, um einfach, sei es agil oder in hybriden Vorgehensweisen, sein Projekt besser zu steuern, was ja auch immer eben Quelle von vielen Problemen ist, wenn das nicht sauber gemacht wird. Aber das ist, wie gesagt, noch abgeschlagen. Zurück zum Thema Testen. Da haben wir ja einmal die Anwendungsfall Testen oder Generieren von Testdaten. Dann haben wir das Anwendungsfall Generieren von Testfällen. Das ist ein bisschen mehr als Testdaten, also auch die Prozedur, wie gebe ich den Testfall ein und welches Ergebnis erwarte ich, also noch ein bisschen komplexer. Und beides wird ausprobiert, wird gemacht mit unterschiedlichem, sagen wir mal, Reifegrad, je nach Unternehmen. Ja. Auf der Trends in Testing haben wir da auch ein Beispiel, ein Prototyp gezeigt, eine neue Funktionalität in unserer Testbench, in einem Testmanagement- und Testspezifikationstool. Und zwar KI-basierte Generierung von Security-Tests, ausgehend von dem OWASP-Kriterienkatalog. Also man kann sagen, okay, meine Anwendung macht dies und jenes und hier ist der neueste OWASP-Kriterienkatalog. Und bitte produziere mir mal 3 Testprozeduren zum Kriterium 2. Okay. Und dann muss man das natürlich, das muss man ganz offen sagen, das ist dann etwas, was eben überarbeitet werden muss von dem Security-Test-Spezialisten, der dann da verantwortlich ist und den Test wirklich durchführt. Ja. Und ganz in dem Sinne arbeiten auch aus meiner Sicht, so meiner Kenntnisstand, alle Systeme in dem Bereich heute eben wirklich als Assistenten. Man muss sich man darf sich auf die KI nicht verlassen und sagen, das nehme ich jetzt und wenn das grün ist, dann ist der Test gelaufen, sondern das ist eine Hilfe, um einfach schneller zu einer Grundlage zu kommen und im Dialog mit dem System, das weiß ja auch jeder, der mit ChatGPT und so arbeitet, wenn man mit dem dann wirklich spricht und dann entspinnt sich eventuell ein interessanter Dialog und da muss man halt das rausgreifen, was einem hilft und das wegwerfen, wo man sagt, das ist jetzt merkwürdig. Und es funktioniert dann. Also das ist schon eine tolle Unterstützung. Ja, sehr spannend. Und das wird ja quasi in Zukunft ja noch zunehmen, nehme ich an. Also da wird ja noch natürlich jetzt auch, die werden ja auch besser, immer die Systeme und sowas. Und, wie sieht es denn da so in Richtung Testautomatisierung aus? Habt ihr da auch so einen Ausblick? Ja, da Richtung Testautomatisierung haben wir jetzt nicht speziell abgefragt, sondern es ist uns subsumiert worden unter dem Thema Testen. Da rechne ich damit, dass natürlich die Generierung von Testabläufen dann verbunden wird mit beispielsweise Keyword-basierten Testen und dann dadurch, dass man schon eine Bausteinbibliothek beispielsweise hat, die dann auch zuverlässig die einzelnen Keywords automatisiert. Natürlich dann so ein KI-Tool, das Arrangement der verschiedenen Keywords zu immer wieder neuen Prozeduren, verbunden mit den generierten Testdaten, dass das dann vollautomatisch machbar sein wird. Ja, das wäre vielleicht ein logischer nächster Schritt, ne, dass man da hinkommt und diese Dinge dann auch miteinander kombiniert. Ja, sehr spannend. Habt ihr auch so abseits von den KI-Themen, was sind denn da noch so, weil das ist natürlich sehr präsent gerade, gibt es dann vielleicht so im Schatten von KI noch andere Themen, wo ihr merkt, okay, da ist gerade so richtig Fahrt drauf, da geht es in eine weitere Richtung? Ja, also es gibt im Schatten von KI und von den anderen Themen, die sagen wir jetzt ganz aktuell die Leute bewegen, ist natürlich immer noch, oder im Untergrund, die große Frage, wie agil arbeiten die Projekte da draußen. Und da gibt es ja subjektiv die ganz unterschiedlichen Einschätzungen, je nachdem, in welchem Umfeld man selber gerade arbeitet. Und das hat uns auch interessiert. Deswegen haben wir schon bei der Trends in Testing 2023 dazu eine Umfrage gemacht, also sprich Fragen gestellt, wie agil arbeitet ihr denn in euren Projekten? Ganz so ähnlich, wie es auch das German Testing Board jetzt in ihren Umfragen macht, wo wir gestern auch auf dem QS-Tag den Bericht zur neuesten Umfrage gesehen haben. Genau.
Und da haben wir eben vor 2 Jahren eine Umfrage auch gemacht, wie agil arbeitet ihr? Und die haben wir in 2024 auch nochmal wiederholt, parallel zu dieser KI-Umfrage. Also wie ist der Stand jetzt bei den Teilnehmern, unter den Teilnehmern, die bei der Trends in Testing dabei waren? Welche Vorgehensmodelle werden eingesetzt? Und da war im Gegensatz zu den letzten Jahren davor wirklich ganz, ganz klar die Aussage und das Feedback und die Antworten, dass agil, sprich Scrum, dominiert. Ja. Ganz klar, das war auch deckungsgleich die Informationen aus der GTB-Umfrage. Und dahinter kommt dann Kanban und dann kommen noch ein paar V-Modell, ich würde persönlich sagen, so Altprojekte, die einfach, macht keinen Sinn, die jetzt umzustellen auf agil, die arbeiten immer noch so. Und ich persönlich schätze so ein, dass wenn irgendwo was Neues gestartet wird, egal in welcher Branche, egal in welchem Anwendungsbereich, dass das einfach agil gearbeitet wird und da dominiert Scrum. Und das Interessante ist ja auch, hast du auch miterlebt oder mitverfolgt, dass ja auch in den kritischen Branchen, Luftfahrt und Medizintechnik in den vergangenen Jahren die entsprechenden Behörden, die das zulassen, auch offiziell in ihren Regularien erlaubt haben, auch da agil vorzugehen, wenn man natürlich das noch ein paar Sicherheitsnetze einzieht, klar, aber da wird nicht mehr darauf bestanden, nach V-Modell vorzugehen, wie das vielleicht früher noch der Fall war. Und das ist jetzt überall angekommen. Ja, ist erstaunlich, dass es gerade in den letzten Jahren noch mal so einen Boost bekommen hat. Ne? Also das finde ich ja auch toll. Man hört ja manchmal jetzt im Internet, in diesen Filterbubbles und sowas, Agilität ist tot. Das funktioniert jetzt nicht mehr, wir brauchen irgendwas anderes. Wie siehst denn du das? Das habe ich auch gelesen, da musste ich schmunzeln. Ich kann es nicht bestätigen. Ich habe das, was ich gerade erwähnt habe, als Wahrnehmung und als Feedback auch eben von den Kunden und von den Umfragen und auch aus Diskussionen jetzt mit Fachkollegen auf Konferenzen. Das ist alles andere als tot, sondern hat eher sozusagen hat den wirkliche praktische Routine Reifegrad erreicht. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist tot, dann ist es oft vielleicht daraus resultierend, dass man viele Projekte auch in diesem agilen Ansatz dann scheitern sieht oder scheitern gesehen hat. Und da muss man sich aber dann doch fairer halber fragen, scheitern dann genauso viel oder mehr Projekte als damals nach Wasserfall? Weil deswegen hat man ja eigentlich mal auf agil umgeswitcht. Oder sind es jetzt wirklich signifikant weniger? Wenn es signifikant weniger sind, dann spricht das ja für den agilen Ansatz. Und dann kann man jetzt sagen, hey, das sind jetzt 2 gescheitert, das ist alles, funktioniert alles nicht. Und der andere Punkt, den man sehen muss, ist, wenn man auf agil umsteigt und macht das Agile jetzt dann einfach oberflächlich, insbesondere Scrum, und setzt dann die dazu notwendigen Techniken und Praktiken nicht wirklich ein, sondern wurstelt sich so durch, dann macht man dasselbe wie vorher im phasenorientierten Vorgehen, man wurstelt sich halt durch und wenn es dann scheitert, braucht man sich nicht wundern. Das dann im Phasenmodell oder dem Agilen in die Schuhe zu schieben, das führt nicht wirklich weiter. Ja, klar, das ist natürlich Dings. Ja, also das ist, ich glaube auch, dass es kommt jetzt gerade so ein bisschen immer mehr, wird das präsent, ne, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Aber ich glaube, es macht einfach auch die Menge. Ne? Projekte sind schon immer gescheitert und die scheitern ja meistens auch aus vielen anderen Gründen als irgendwie den Prozess, sondern es gibt immer irgendwas. Ne? Genau. Ja, finde ich, weil du auch gerade sagst, Methoden und Agilität, da haben wir gleich den Einschub. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Testen in agilen Projekten. Das werden wir hier auch verlosen, wieder wie gehabt, 5 Stück. Freue mich auch sehr, dass wir das zur Verfügung haben. Du hast es auch signiert. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, geht in die Shownotes, da könnt ihr das Buch gewinnen. Und das ja, super, vielleicht darf ich da noch 2 Sätze zu sagen. Gerne, ja. Also das Buch ist ja nicht ganz neu, sondern erste Auflage ist auch schon vor 10 Jahren erschienen. Und dann gab es mal eine zweite Auflage zur Aktualisierung. Das orientiert sich ja auch an dem einen oder anderen ISTQB-Lehrplan, damals der Agile Tester Foundation Level. Und da hatte ich jetzt dann Anfang diesen Jahres die Möglichkeit, das Buch zu aktualisieren auf die neue Auflage. Und da habe ich natürlich auch dann dabei lernen dürfen, was sich alles in den 10 Jahren getan hat seit der ersten Auflage. Das war dann doch einiges an Stoff, was da dazu kam, bis hin zu DevOps und alles, was diese in den neuen toolgetriebenen Dingen auch sicher getan hat in dieser Zeit. Das ist wirklich eine Menge. Und das Buch selbst widmet sich jetzt sozusagen aus dem
speziellen Perspektive dem Thema Agile, also weniger aus Perspektive, wie man es vielleicht auch in anderen Büchern sieht, was muss ich als Softwareentwicklungsperson da, wie muss ich da arbeiten oder wie genau mache ich irgendwelche Praktiken in Scrum, sondern eben primär aus der Perspektive des Software-Testenden und dann eben aber auch gegliedert nach bekannten Teststufen, wie arbeite ich da im Unit-Test, wie arbeite ich im Integration-Test oder auf System-Test-Ebene und erklärt eben auch, dass diese Ebenen, obwohl sie sagen, aus dem V-Modell bekannt sind, jetzt im Agilen nach wie vor als Abstraktionsebene notwendig sind und erklärt dann die jeweils zugehörigen Techniken auf der jeweiligen Ebene und das ist aus meiner Sicht etwas, was eben das Buch differenziert gegenüber manchen anderen Büchern. Ja, ich meine, das ist natürlich auch immer gut zu sehen, dass man das, was man eigentlich vorher gemacht hat, dass das noch immer Bedeutung hat, nur halt jetzt vielleicht in einen anderen Kontext kommt, andere Gewichtung vielleicht bekommt, aber noch alles immer im Prinzip relevant ist. Ne? Man wirft ja nicht alles übers Bord, was früher mal gut war. Ne? Ja, sehr schön. Das freue ich mich, dass wir das Buch auch hier drinnen haben. Ja, hast du dann noch so aus den Trends heraus noch so einen dritten Stream für uns, wo du sagst, okay, das wird uns Testing qualitätsmäßig... Ja, also das habe ich vorhin angedeutet. Ich war ein bisschen überrascht, dass eben im Requirements Engineering der Anschein ist, dass da noch weniger gemacht wird. Es kann jetzt eben sein, dass die Bubble aus den Testern weniger Einblick hat in die Kollegen aus dem Requirements Engineering. Insofern kann das einfach ein falsches Bild sein. Oder wenn nicht, dann rechne ich damit, dass das wirklich noch ein hohes Potenzial hat und enorm an Zug gewinnen wird, weil da offenkundig die ganzen Requirements Engineering Tool Hersteller das Potenzial haben, die Requirements, die da erfasst werden, wenn sie denn da in solchen Tools erfasst werden, nach allen möglichen Dimensionen wunderbar zu klassifizieren, auszuwerten, zu vergleichen. Also beispielsweise das Thema, ja, ich habe da doppelte Requirements von verschiedenen Leuten, eigentlich reden über das Gleiche, aber nur leicht verschieden. Das ist ja ganz einfache Anwendungsfall, Dubletten da zu erkennen. Und das ist schon eine Quelle von Problemen im Softwareentwicklungsbereich, die man damit eliminieren kann. Nicht indem das System dann entscheidet, die eine Dublette lasse ich zu, die andere nicht, sondern indem es so wie so ein Code-Analyse-Tool sagt, hallo Warning, du hast hier zwei ähnliche Requirements, schau doch bitte nochmal drüber, welches jetzt, oder vielleicht kann man es mergen. Also im Sinne von Anwendung dieser Tools, im Sinne von Code-Checkern, als Assistent wiederum, als Warning. Das ist das große Potenzial auf der kurzen Distanz. Ja, da ist sicher viel drinnen, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja. Wir hatten ja in dieser Future-Testing-Umfrage damals, hatten wir auch eine Zeit lang gesprochen, also sehr intensiv gesprochen über das Thema szenariobasiertes Testen. Das ist jetzt ja auch schon 3 Jahre her oder so, dass wir darüber gesprochen haben. Hat sich das nochmal für dich verändert oder an Bedeutung gewonnen oder verloren? Wie siehst du das Thema? Ja. Also das ist jetzt wieder ein spannendes Punkt, das du da ansprichst. Das szenariobasierte Testen ist insofern, habe ich gelernt, ja in zwei verschiedenen Flavors erhältlich. Es gibt einmal aus ISTQB und GTB-Sicht den Überbegriff szenariobasiertes Testen, wo man eben, sagen wir mal, Anwendungsszenarien aufschreibt, wie eine User-Story, bis in verschiedenen Ablaufvarianten dann verschiedene Szenario A, B, C hat und dann sagt, okay, wie mein Testobjekt, wie reagiert das auf diese Szenarien, in denen das Testobjekt angewendet wird. Das ist sozusagen der Begriff als Generalisierung von einer bekannten Testprozedur-Klassifikation. Und dann gibt es eine spezielle Form des szenariobasierten Testens eben beim Testen von autonomen Fahrzeugen. Genau. Und da ist das Szenario identifiziert mit einem Verkehrsszenario, also beispielsweise eine Kreuzung, die ich modelliere und sage, da, was passiert auf der Kreuzung? Ja, da gehen hier Fußgänger, da gibt es Ampeln, da fahren die und die Autos in die Richtungen. Und das wird dann definiert, als Szenario formal beschrieben und dann in einen Simulator gegeben. Und dann kann man sein Testobjekt, seine Steuerung in so ein Auto einpflanzen und schauen, ob es die Kreuzung sozusagen da drüber kommt, ohne Crash und ohne einen Fußgänger zu überfahren. Und das ist sozusagen das eigentliche neue szenariobasierte Testen, das in seiner Komplexität aber deutlich schwieriger zu handhaben ist als jetzt so, sagen wir mal, textuell fassbare Abläufe in User-Schritten, weil eben da viele verschiedene autonome Agenten dann
sich unabhängig bewegen. Und die Herausforderungen sind zwei, um das jetzt da nochmal deine Frage zu beantworten. Die Herausforderungen, das sind zwei, nämlich einmal sich zu überlegen, welches Szenario ist es denn wert, modelliert zu werden, weil das relativ aufwendig ist. Und wenn ich irgendwas auf eine Kreuzung setze und da fährt das Auto drüber, dann ist die Frage, ja, was habe ich denn jetzt getestet? Darf ich dann jetzt das Auto über alle Kreuzungen fahren lassen, weil das die eine geschafft hat? Also diese Klassifikation und Beurteilung von dem Szenario, was ich da mir gerade ausgedacht habe, inwiefern ist es relevant oder repräsentativ, da sind wir eigentlich bei einer abstrakten Form der Äquivalenzklassenbetrachtung. Das ist wirklich eine große Herausforderung, an der auch gearbeitet wird durch verschiedene Formalismen zur Klassifikation von solchen Szenarien. Das ist auch in verschiedenen Normungsinitiativen gerade im Gange. Und die zweite Sache ist natürlich wenn ich dann gesagt habe oder entschieden habe, das Szenario möchte ich jetzt modellieren, dann der Aufwand, um das so hinreichend detailliert zu modellieren, dass es einerseits den Testzweck erfüllt und die Aspekte, die ich testen möchte, dem Auto dann da auch aussetze, dass das in der Kreuzung darauf stößt sozusagen, wo das Auto dann zeigen muss, dass es das kann. Und auf der anderen Seite aber nicht so sehr übertreibe, weil ich möchte ja auch, sagen wir nicht mit unendlich viel Manpower das automatisieren, sondern vielleicht an 1-2 Tagen und dann noch Review und dann noch eine neue Version und dann muss es der Simulator auch noch schlucken. Ja. Und das ist die zweite Herausforderung. Und das beides zeigt sich eben, dass es doch sehr anspruchsvoll ist und deswegen noch nicht so stark genutzt wird, wie es vielleicht mal die Hoffnung drin gesetzt hatte. Aber es wird gemacht und die Leute arbeiten dran und wir versuchen alle in der Community die Rezepte und die Sprachen dafür und die Simulatoren zu erweitern, dass das alles einfacher mit weniger Aufwand möglich ist. Ich meine, ich glaube, wahrscheinlich perspektivisch noch interessanter, wenn jetzt KI oder autonome Fahrzeuge auf so einen Level kommen, wo die einfach selbstständig dann auch ihre Dinge machen sollen. Das sind ja nicht nur jetzt unbedingt Autos, das kann ja auch ein kleiner Roboter sein, der rumfährt oder eine Drohne ein großer Roboter, oder ein Robotaxi oder was weiß ich, was es da so alles geben wird, das rumfliegt oder wie auch immer, die Amazon-Paketdrohne, ne? Also für all diese Situationen ist das natürlich dann auch relevant. Ne? Ja, das ist ja spannend. Und dann, deswegen machen wir die ganze Sache auch, damit wir eben dann hier die paar Leute, die noch natürliche Systeme sind, nicht von den anderen ständig überfahren oder überlaufen werden. Die Trends in Testing 2025 wird sie wieder geben? Wird sie wieder geben, Ich kann jetzt noch nicht verraten, wozu. Das wird immer, sagen wir jetzt im Dezember, Januar, so sind wir dann in der Planung und dann im April wird es stattfinden. Ja. Und dann müsst ihr, die da interessiert sind, auf die entsprechenden Einladungen oder auf die Webseite schauen oder den Imbus-Newsletter abonnieren. Ja. Die Studien, die ich vorhin angesprochen habe, sind auch alle auf der Imbus-Webseite herunterladbar, kostenfrei. Werden wir auch verlinken. Genau, wunderbar, danke schön. Ja, Thilo, vielen lieben Dank, dass du hier im Podcast warst. Vielen Dank auch für die Konferenz hier. Ich finde sie, wie gesagt, sehr klasse. Ein tolles Format, auf das ich immer wieder gerne komme. Ja, hat mich gefreut. Auch muss man sagen, auch danke für dein Lebenswerk, weil du hast ja schon ganz viel in ganz vielen Richtungen bewegt und gedacht und gemacht. Das finde ich natürlich auch ganz toll. Großes Vorbild für viele auch im Testen. Und freue mich, dass du heute im Podcast warst und wünsche dir noch ein schönes Ausklingen des QS-Tags. Das wird sicherlich. Wir haben jetzt noch eine spannende Schluss-Keynote und zwar zu dem Thema, werden die Roboter oder werden wir noch mehr Fähigkeiten behalten im Vergleich zu Robotern? Und da ist ein Neurowissenschaftler hier, also jemand, der nicht primär aus der IT kommt, aber der einen IT-Background hat, ist auch ein Informatiker. Schaut auf die QS-Tag-Webseite, da gibt es den Link. Und bin ich jetzt selber gespannt, was er uns berichtet. Was da gleich kommt. Ja, lassen wir uns überraschen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Tschüss.